Rita wankt durchs Layout. Bist schon mal ein wenig flinker unterwegs gewesen, aber kein Wunder, es sind heute jede Menge Lego-Steine durch deine Hände geflossen. Natürlich. Kaffeemäßig, keine Ahnung, wie viel du auf dem Zähler hast. Ich glaube 4 oder 5. Irgend sowas. Es ist schon wieder Abend, wie ihr vielleicht am Licht erkennen könnt. Filmen wir mal das Fenster. Ja, schon dunkel draußen, wie bei fast jedem Video jetzt, weil wir erst immer abends zum Filmen und Lego bauen vor allen Dingen auch kommen, ganz genau. Und damit willkommen zurück bei eurem Lieblings-YouTube-Kanal, Bricks Go Wild, hier am Start, wo wir heute wieder mal einen Tag hier verbringen in Wild City. Ja. Morgen früh geht's nach Hause und wir wollen aber nicht nach Hause fahren, ohne euch noch einen kurzen Update über unser kleines Lego-Projekt hier zu geben. Ich habe heute auch sehr viel nebenbei Videos geschnitten, YouTube-Kommentare beantwortet, E-Mails, also alles, was gekommen ist, aber deswegen seid ihr nicht hier, ihr seid hier, um Updates zu sehen. Ich glaube auch, ja. Update Nummer 1, ich habe überlegt, und zwar habe ich überlegt, was hier hinkommt, und dann schauen wir gleich zu Rita. Der Tower von Ortank sieht hier zwar fabelhaft aus, wir werden sehr oft deswegen angeschrieben und angesprochen, aber natürlich bleibt er nicht hier. Ich habe jetzt die vielen, vielen Kommentare mal wieder durchforstet und geschaut, was die Leute hier so geschrieben haben. Ihr könnt gerne noch euren Vorschlag hier posten. Momentan gefällt mir der Schrottplatz am besten. Schauen wir mal, ob wir hier einen Wild City Schrottplatz hinbekommen. Ein Zugdepot oder so oder Zugfabrik wäre auch cool, aber das ist hier wahrscheinlich ein wenig zu klein. So, Zitat Christophs Mom, als er ihr das heute unterbreitet hat. Die armen Leute, die am Strand heiraten neben einem Schrottplatz. Also mir gefällt ein Schrottplatz immer sehr, sehr gut. Man sieht Autos in gutem und in schlechtem Zustand. Schauen wir mal. Ja. Rita, was hast du heute Schönes fabriziert? Außer gut auszusehen. Oh, danke. Eigentlich nicht so wahnsinnig viel, nachdem heute unser kleiner Baumeister sehr wuselig war. Aber ein bisschen was. Ich habe mich der Schule gewidmet, endlich. Diese ewig dagestanden. Die war jetzt lang hier auf dieser neu modernen Extraplatte, die noch immer nicht bebaut ist, weil hier hinten ja Ritas Harry Potter Depot ist. Aber da habe ich irgendwann einmal angefangen und dann bin ich unterbrochen worden und dann habe ich nicht mehr weitergemacht. Sie ist endlich zu. War jetzt doch trotzdem eine langwierige Sache. Okay. Spinne auf dem Arm. Das ist schon weg. Jetzt darf ich auf die Seite, danke. Ja, was habe ich hier gemacht? Sie ist endlich zu und vorne ist ein Radständer und ein Bäumchen. Das habe ich mit einer neuen Bautechnik gemacht. Ich habe hier oben so einen Stängel reingegeben, so einen Blumenstängel mit 6 Ding. Und dann diese Studs drauf und dann die Blätter. Also ich glaube, da wird selbst Bob Brickman vor Neid erblassen, wenn er diesen Baum sieht. Jetzt wird er sich am Boden liegen verlachen. Also der wird sich ärgern und schämen, dass er selbst noch keinen so schönen Baum gebaut hat. Das sieht toll aus. Wir haben ja viele Bäume in der Stadt. Die meisten haben die Blätter aber immer nur so horizontal drauf. Jetzt haben wir mal einen neuen. Den könntest du gerne öfter bauen, Rita. Der gefällt mir sehr, sehr gut. Und die Schule sieht auch schön aus. Also fügt sich auch hier sehr gut unter die Monorail ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich auch, von der Höhe eigentlich perfekt. Und ich versuche mal, wenn ich dann da reinleuchte. Rita hat euch ja schon das Innenleben in, glaube ich, 2 Videos gezeigt. Habe ich euch schon gezeigt. Aber vielleicht, wenn du hier rüber schwenkst, oder siehst du von außen jetzt auch besser? Nein. Wenn du hier auf die Seite rüber schwenkst, ich habe jetzt extra hier so sieht man es ein bisschen besser. Ich habe jetzt extra hier die großen Fenster noch eingebaut. Erstens mal, weil die ja teilweise eben auch schon die blauen Fenster verbaut waren. Jetzt sagt ihr mir, blaue große Fenster passen auch. Und extra an den Stellen, wo man dann auch ein bisschen was sieht. Also hier den Musikraum, den Eingangsbereich, die Kantine und hier eben auch die Klassenzimmer bzw. des Direktors Büro. Sehr, sehr cool. Das heißt, man ein bisschen noch was hat von dem Innenleben. Genau, quasi. Es ist zwar zu öffnen, glaube ich, aber ich habe gesagt, oder wir haben ausgemacht, dass ich mich vielleicht noch um das Dach kümmere. Wir haben dankenswerterweise sehr viele dunkelblaue Dachsteine bekommen und haben, Moment mal, wir hätten eigentlich hier auch ein Licht. Ich weiß nur nicht, wie man das einschaltet. Rita, schrecken Sie sich nicht.
Ja. Das wäre gescheiter gewesen, gell? Viel besser. Ab jetzt filmen wir nur mehr mit Licht. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Ich glaube, ich bin dann zwar aber ist okay. Aber es ist ja Stufe 3 von 10. Also. Die Schule gefällt mir gut. Tolles Set. Oder Mock, besser gesagt. Und ich habe eben vor, dass ich hier hinten dann noch, deswegen steht auch das hier, dass wir hier hinten noch eine Art Spielplatz bzw. Pausen, wie nennt man das, Pausenspielplatz, Pausenhof. Pausenhof, danke. Ist halt wirklich ein langer Tag. Einen Pausenhof machen, deswegen auch das hier, wo man Tempel hüpfen kann und ein Basketballkorb. Und ja, da möchte ich das machen. Ich weiß noch nicht, wie groß. Ich habe jetzt auf jeden Fall mal zur Sicherheit dieses Neujahrsessen, glaube ich, heißt das, oder? Das Set, irgend sowas, habe ich jetzt mal hier ganz hinüber verschoben und habe mir gedacht, das werden wir auf jeden Fall umzäunen. Bin mir nicht sicher, ob ich den Zaun wirklich so lasse oder ob ich dazwischen noch Mauersteine reingebe. Keine Ahnung. Aber ich habe mir gedacht, ich probiere das jetzt mal so. Ja, vielleicht noch, ich meine, ich liebe das Set auch von innen. Das habe ich von Rita mal, ich glaube, zu Weihnachten oder zu Weihnachten bekommen. Ich bin aber überlegen, ob wir nicht hier noch ein Dach drauf machen, weil ganz ehrlich, das sieht schon etwas wild aus, aber das wäre sicher einfach möglich. Schwarze Steine haben wir genug. Müssen wir halt uns irgendein cooles Neujahrs-asiatisches Motiv einfallen lassen. Ja, hier fehlt was. Okay. Das ist richtig. Das Teil habe ich noch nicht gefunden. Ich bin mir sicher, dass wir das haben, so eine abgerundete Plate, aber keine Ahnung, wo die ist. Ich weiß es nicht. Du könntest es mit den Harry Potter Teilen zumachen. So. Dann sind unsere koreanischen Barbecue-Abendesser hier aus Hogwarts, oder wie ich sehe, von diesen Moments. Ja, genau. Richtig, ja. Mal schauen. Sehr, sehr gut. Rita, gibt es sonst noch was? Das war eigentlich das. Das Video ist noch ein bisschen zu kurz. Wir bekommen keine Werbe-Klick-Erstattungen, kein YouTube-Money, wenn wir das Video jetzt schon beenden. Also bitte noch ein bisschen mehr erzählen. Was haben wir noch weiteres vor oder was hat Christoph noch gebaut? Du könntest ja erzählen, was du gemacht hast. Ja, ich habe heute sehr viele Steine sortiert und bin da immer wieder über Steine gestolpert und auf Steine gestoßen, die wir vor Jahren gekauft haben und nach wie vor nicht ins Layout integriert haben. Da sind mir ein paar Ideen gekommen, da darf ich euch aber natürlich noch nicht so viel erzählen. Und jetzt schalte ich das Licht wieder aus, wenn es möglich ist. Wie geht das? Ja, wir haben auf jeden Fall auch für den Zoo, was ja ein Herzensprojekt von uns ist, wieder ein paar neue Ideen. Aber ich glaube, Rita, das musst du erzählen, weil ich will mich da nicht zu sehr einmischen. Meine Kollegin hat euch schon mal einen Sneak Peek gegeben von Teilen, die in den Zoo kommen. Vielleicht erinnert ihr euch. Ja, also soweit ich mich da erinnern kann, wenn ich doch was sagen darf, bleibt dazu momentan so, wie er ist. Wir haben aber im Legoland, wenn ihr euch erinnert, kleine Tierchen gekauft. Ja, die Zebras haben wir mitgenommen. Die Zebra sind. Ja. Und es gibt Probleme, oder was heißt Probleme, aber ja, ich glaube schon, dass da die Tierschutzorganisationen Probleme machen würden bezüglich des Rentiergeheges. Und ihr habt das auch schon geschrieben, dass das doch, obwohl die Rentiere sehr schön sind, etwas klein ist. Und jetzt glaube ich, werden wir hier wirklich die Tierchen einbauen, die wir vom lieben Achim bekommen haben. Danke nochmal an dieser Stelle. Wir haben sie ja schon mal ganz kurz eingeschoben und hergezeigt, aber vielleicht habt ihr das Video nicht gesehen. Wenn dem so sei, dann bitte sofort nachschauen. Und es sind Tiere, die mir sehr gut gefallen. Prince of Persia am Start. Ich glaube, dass wir die hier dort einbauen werden. Und es sind bitte 3 original verpackte Strauße. Ich meine, wie geil ist das denn bitte? So cool. Die werden auf Bricklink auch immer teurer. Und ich habe schon öfter geschaut, teilweise liefern die wieder nicht nach Österreich, die Händler, sehr kompliziert. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir diese 3 kleinen Vögelchen hier in dieses Gehege ganz gut reinbringen werden. Vor allen Dingen können wir den Gang hier noch ein bisschen verkürzen. Dann vielleicht ein paar Studs, dann sind wir hier ein wenig weiter draußen. Das würde ganz nett aussehen. Wir haben ja jetzt auch vom letzten Bricklink Haul wieder so Log Pieces bekommen. Da könnten wir eigentlich den oberen Abschluss dann auch schön machen. Bei nicht allen Gehegen ist das der Fall. Ja,
Und so sieht das aus. Ihr seht, Rita ist glücklich mit ihren Sträußchen. Aber ich habe mich noch nicht getraut, sie aufzumachen. Ja. Hat schon lang von mir keinen Blumenstrauß mehr bekommen, by the way. Und warte, jetzt bekommt sie von einem lieben Zuseher ich glaube, 9 Jahre ist es her. Nein, 9 Jahre auch wieder nicht. Also, doch, ich glaube schon. Ein bisschen her, aber ich glaube schon. Ich meine, du musst mich auch entschuldigen. Die Blumenläden waren jetzt wegen Corona und so ja auch mehrere Jahre lang zu. Ich meine, da konnte ich gar nicht. Außer der Lego-Blumenstrauß, aber der gehen wir vielleicht hier rüber. Ja, stimmt, den hat Rita ganz gerne. Wir werden euch demnächst auch mal ein Update zeigen bezüglich des Kaufhauses, des Hochhauses. Da hat es 2 Stockwerke, sind da schon fast fertig. Die werden wir jetzt noch mit Figuren und Details bestücken, dann gibt es die auch. Dann wird bei uns einziehen, und damit habe ich mich heute ein bisschen beschäftigt, das sagenumwobene Sanctum Sanctorum hier, wahrscheinlich neben dem Daily Bugle. Ich weiß nicht, macht das Sinn vom Film her? Wir haben die Filme jetzt nicht ganz so im Kopf, aber es ist auf jeden Fall dasselbe Universum, wenn ich mich nicht täusche. Und dann haben wir ja auch den Bricklink Lego Store, den großen. Das ist Mock. Der wird vielleicht hier hinkommen oder hier. Hier haben wir uns zwar die beiden Baseplates noch für die nächsten kommenden Modular Buildings aufgespart. Also da sind wir schon ein bisschen am Schauen, und dann haben wir ja auch noch bestellt die, erstens mal dieses Studgate Bahnhofsteil, wenn ich das offenbaren darf. Ich weiß nicht, ob der hier hinkommt, aber es wäre eine Möglichkeit, den hier hinzubauen, oder jedenfalls ein Mod oder Mock davon, keine Ahnung, ich weiß es noch nicht. Und dann haben wir bei dieser Bricklink Designer Dingsbums Volume 3 auch dieses Hochhaus mit der Baustelle bestellt. Ich schwenke nochmal, auch wenn wir dich sehr gerne filmen, Rita, hier rüber zu den Bodenplatten, was hier auch noch Platz haben würde. Dann wird es aber langsam eng, auch hier in dem neueren Stadtteil Newtown oder wie auch immer der heißt. Keine Ahnung, wir haben hier keinen Namen. Old Town and New Town. Ja. Also es ist nicht so, dass wir da eigentlich viel Platz hätten. Irgendwie ist schon alles wieder verplant. Aber gut, so soll es ja auch sein. Ich bin gespannt, was das neue Jahr bringt, muss ich sagen. Welche neuen Lego-Sets wieder rauskommen, wer weiß. Ich hoffe, keine Harry Potter-Sets für das Harry Potter Castle. Tut mir das nicht an, irgendwas anderes. Ich kann dir garantieren, dass da was rauskommen wird, was dir gefällt. Ich habe schon das letzte Mal in den Feedbackbogen hineingeschrieben bei Lego, sie sollen dieses Schiff von der einen Schule, weißt du, von dem Feuerkelch-Film, da kommen ja die einen, egal. Da kommen welche mit so einem Schiff aus dem See raus. Das hätte ich gerne. Ein Harry Potter Schiff hätte sie gerne. Ja, vielleicht hört Lego auf dich. Wäre auf jeden Fall cool. Also so viel dazu, liebe Freunde. Kleinigkeiten, kleine Handgriffe, wie es Rita immer nennt, sind hier in Wild City passiert, und wir haben jede Menge Ideen, auch dankenswerterweise von euch, weil ihr uns so viele Kommentare schreibt und so viele Vorschläge. Und ja, wir werden jetzt noch ein bisschen was bauen. Rita hat mir wieder Arbeitsaufträge erteilt, und dann brechen wir unsere Bricks Go Wild City Odyssee für heute dann nach langem Bauspaß ab. Wir sind aber bald wieder hier und bauen dann für euch dann wieder mit den neuen Ideen, die ihr uns gebt, und das wird sicher wieder cool. Ja. Jetzt bin ich direkt schon ein bisschen müde und hungrig bin ich auch noch. Naja, gut. Also ein guter Lego-Bautag ist vorbei. Ich hoffe, Lieb ist hungrig. Weil fehlender Blumenstrauß. Ich hoffe, ihr baut auch was Schönes. Vielleicht den Lego-Blumenstrauß. Oder kauft richtige Sträuße. Also die für den Zoo. Und dann sehen wir uns ja hoffentlich bald wieder. Macht's gut. Bis dahin, lasst einen Zug fahren und bis bald. Tschüss. Tschüss.